Guten Abend an alle, ich bin Peter. Willkommen zurück bei Wow Spoken German. Adele, ich muss dir von meinem gestrigen Abend erzählen. Es war absolut verrückt. Hallo zusammen, ich bin Adele. Peter, was ist denn passiert? Du siehst so aufgeregt aus. Also ich hatte nach einem langen Arbeitstag so viel Hunger, ich wollte nicht kochen und habe mir gedacht, ich bestelle einfach etwas über einen Lieferdienst. Das klingt doch ganz normal. Was war daran verrückt? Warte, ich erzähle dir alles. Ich habe meine Lieblings-App geöffnet und wollte Pizza bestellen. Aber dann habe ich gesehen, dass es ein super Angebot gab. Burger mit 50% Rabatt. Oh, das klingt gut. Habt ihr zu Hause auch so viele Lieferdienst-Apps auf dem Handy? Schreibt uns in die Kommentare, welche Apps ihr benutzt. Genau, also habe ich den Burger bestellt. Dann dachte ich mir, vielleicht sollte ich auch noch einen Salat bestellen, damit es gesünder ist. Das ist eine gute Idee, Peter. Ich mache das auch manchmal. Aber warum war es dann verrückt? Hier wird es interessant. Ich habe den Salat auf einer anderen App gesehen, weil dort die Lieferung kostenlos war. Also habe ich auf 2 verschiedenen Apps bestellt. Oh nein, ich glaube, ich weiß schon, was jetzt kommt. Ja, genau. Beide Fahrer sind zur gleichen Zeit gekommen. Der eine mit dem Burger, der andere mit dem Salat. Sie haben sich vor meiner Tür getroffen. Das ist ja lustig. Was haben Sie gesagt? Der eine Fahrer hat gefragt, ob ich eine Party mache. Der andere hat gelacht und gesagt, dass viele Leute das machen. Wir haben alle 3 gelacht. Das ist eine schöne Geschichte. Liebe Zuhörer, ist euch das auch schon passiert? Habt ihr auch manchmal bei mehreren Diensten gleichzeitig bestellt? Aber Adele, ich habe noch mehr zu erzählen. Letzte Woche habe ich etwas sehr Dummes gemacht. Oh je, was denn? Ich wollte meiner Mutter eine Überraschung machen. Sie wohnt in einer anderen Stadt. Ich dachte, ich bestelle ihr Frühstück über einen Lieferdienst. Das ist doch eine süße Idee. Was war das Problem? Ich habe ihre Adresse falsch eingegeben. Das Essen ist zum Nachbarn gegangen, nicht zu meiner Mutter. Nein, was hat deine Mutter gesagt? Sie hat mich angerufen und gefragt, wo das Frühstück ist. Der Nachbar hat dann geklingelt und gesagt, er hat ein Frühstück bekommen, das er nicht bestellt hat. Zum Glück war der Nachbar ehrlich. Aber sagt mal, liebe Zuhörer, welche Probleme hattet ihr schon mit Lieferdiensten? Schreibt es in die Kommentare. Weißt du, was das Beste an Lieferdiensten ist? Man kann so viele verschiedene Sachen probieren. Das stimmt. Ich liebe es, neue Restaurants zu entdecken. Manchmal bestelle ich von Restaurants, die sehr weit weg sind. Ich auch, aber manchmal ist das Essen dann kalt, wenn es ankommt. Das ist nicht so gut. Ja, das ist ein Problem. Aber die meisten Apps zeigen jetzt, wo der Fahrer gerade ist. Das ist sehr praktisch. Absolut, ich schaue immer auf die Karte. Es ist spannend zu sehen, wie das Essen näher kommt. Ich mache das auch. Manchmal stehe ich sogar am Fenster und warte. Mein Mann sagt immer, ich bin wie ein Kind an Weihnachten. Das verstehe ich, Essen ist wichtig. Adele, was bestellst du am liebsten? Ich liebe asiatisches Essen. Sushi, Ramen, Thai Curry, alles. Und du? Ich bin ein Pizzamensch, aber ich versuche jetzt gesünder zu essen. Deshalb bestelle ich auch manchmal Salate und Bowlgerichte. Das ist gut. Gesundheit ist wichtig. Aber manchmal braucht man auch einfach eine große Pizza, oder? Ja, genau. Besonders am Wochenende. Freitag ist mein Pizzatag. Schöne Tradition. Habt ihr auch einen bestimmten Tag für Bestellungen, liebe Zuhörer? Erzählt uns davon. Adele, ich habe neulich etwas Interessantes bemerkt. Die Lieferzeiten sind sehr unterschiedlich. Was meinst du damit? Manchmal dauert es 20 Minuten, manchmal 1 Stunde. Es hängt vom Wetter, von der Uhrzeit und vom Restaurant ab. Das stimmt. Wenn es regnet, dauert es immer länger. Und am Wochenende auch. Genau, deshalb bestelle ich jetzt früher. Wenn ich um 7 Uhr essen möchte, bestelle ich schon um 6 Uhr. Gute Strategie. Ich mache das auch so. Noch etwas. Die Trinkgelder, das ist manchmal kompliziert. Oh ja, wie viel gibst du normalerweise? Ich gebe meistens 2 oder 3 Euro. Wenn das Wetter schlecht ist oder der Fahrer sehr nett war, gebe ich mehr. Das ist fair. Die Fahrer arbeiten hart, besonders bei schlechtem Wetter. Absolut. Einmal hat ein Fahrer in einem großen Sturm geliefert. Ich habe ihm 10 Euro Trinkgeld gegeben. Das war sehr nett von dir. Die Fahrer verdienen unseren Respekt. Ja, und sie sind immer freundlich, auch wenn sie müde sind. Das ist wahr. Adele und Peter sagen Danke an alle Lieferfahrer da draußen. Genau. Ohne euch würden wir verhungern. Habt ihr auch schon lustige oder interessante Erfahrungen mit Lieferfahrern gehabt? Schreibt es uns. Ich habe noch eine lustige Geschichte. Einmal habe ich Essen bestellt und vergessen, dass ich nicht zu Hause bin. Was? Wie ist das passiert?
Ich war bei einem Freund und habe aus Gewohnheit meine eigene Adresse eingegeben. Der Fahrer hat vor meiner leeren Wohnung gestanden. Oh nein, was hast du gemacht? Ich habe ihn angerufen und ihm die richtige Adresse gegeben. Zum Glück war es nicht weit weg. Ich habe ihm natürlich extra Trinkgeld gegeben. Das war das Mindeste. Liebe Zuhörer, passieren euch auch solche lustigen Fehler? Weißt du, Adele, manchmal denke ich, diese Lieferdienste machen uns ein bisschen faul. Meinst du? Warum? Naja, früher haben wir selbst gekocht oder sind zum Restaurant gegangen. Jetzt drücken wir nur noch einen Knopf. Das stimmt schon. Aber es ist auch sehr praktisch. Besonders wenn man müde ist oder keine Zeit hat. Ja, du hast recht. Und es hilft auch den Restaurants. Viele Restaurants bekommen jetzt mehr Kunden durch die Apps. Genau. Ich habe viele kleine Restaurants entdeckt, die ich sonst nie gefunden hätte. Das ist der positive Aspekt. Kleine Geschäfte können so besser überleben. Absolut. Unterstützt eure lokalen Restaurants, liebe Zuhörer. Bestellt bei kleinen, unabhängigen Läden. Guter Punkt. Adele, was denkst du über die Zukunft von Lieferdiensten? Ich denke, es wird noch mehr davon geben. Vielleicht mit Drohnen oder Robotern? Roboterlieferung? Das wäre interessant. Aber ein bisschen seltsam, oder? Ja, schon. Ich mag es, mit echten Menschen zu sprechen. Ein Lächeln und ein freundliches Wort sind wichtig. Da stimme ich zu. Technologie ist gut, aber menschlicher Kontakt ist besser. Genau. Was denkt ihr, liebe Zuhörer? Wollt ihr Roboterlieferungen? Oder lieber echte Menschen? Das ist eine gute Frage. Ich bin gespannt auf die Antworten. Ich auch. Peter, hast du noch mehr Geschichten über Lieferdienste? Oh ja, einmal habe ich versehentlich die gleiche Bestellung zweimal gemacht. Wie ist das passiert? Die App war langsam. Ich habe auf den Bestellbutton geklickt und nichts ist passiert. Also habe ich noch einmal geklickt. Und dann? Dann kamen 2 identische Bestellungen, 2 große Pizzen. Ich konnte nicht alles essen. Was hast du mit der zweiten Pizza gemacht? Ich habe sie meinem Nachbarn gegeben. Er war sehr glücklich. Das war nett von dir. Teilen ist wichtig. Macht ihr das auch, liebe Zuhörer? Teilt ihr euer Essen mit anderen? Sharing is caring, wie man auf Englisch sagt. Aber wir sprechen Deutsch hier. Richtig. Teilen ist kümmern. So sagt man das auf Deutsch. Danke, Adele. Ich lerne immer noch. Wir alle lernen jeden Tag. Das ist das Schöne an Sprachen. Absolut. Liebe Zuhörer, ihr macht das großartig. Weiter so mit dem Deutschlernen. Ja, übt jeden Tag ein bisschen. Schaut unsere Videos, schreibt Kommentare, sprecht Deutsch. Genau, und bestellt euch etwas Leckeres zum Essen, während ihr lernt. Gute Idee. Lernen mit vollem Magen ist besser. So war, Adele. Ich denke, wir sollten langsam zum Ende kommen. Ja, du hast recht. Habt ihr heute etwas Neues gelernt, liebe Zuhörer? Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unseren Geschichten über Lieferdienste. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und schreibt in die Kommentare. Wir lesen alle eure Nachrichten. Was war eure lustigste Erfahrung mit einem Lieferdienst? Wir wollen es wissen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt hungrig auf Wissen und auf gutes Essen. Tschüss zusammen. Macht es gut und bis bald bei Wow Spoken German.